Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal was ganz Besonderes und zwar möchte ich mit meiner Tochter diesen tollen Dino mit euch zusammenbacken und zeigen, wie wir das gemacht haben. Die Zeichnung hat meine Tochter aus dem Internet geholt und zwar unter der Anleitung von Sally haben wir den dann so modelliert, wo wir gemeint haben, dass es manchmal auch nicht so gut zu verstehen war. Naja, wie es auch sei, wir haben den jetzt nachgemacht und wie wir das gemacht haben, meine Tochter und ich, das zeigen wir euch in diesem kleinen Film und hoffe, ihr habt etwas Spaß dran und bleibt dabei bis zum Schluss. Die Ganache im Thermomix zubereiten und zwar macht das in 2 Wiederholungen. Wie ich das gemacht habe, schreibe ich in der Infobox. Los geht's. Ganz schneller Boden, 250 Gramm Butter in Stücken, 300 Gramm Zucker, 4 Eier, 30 Sekunden auf Stufe 4. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kommt 250 Gramm Milch, 500 Gramm Mehl, eine Packung Backpulver, etwas Vanillezucker, eine Prise Salz. Das lassen wir für 30 Sekunden auf Stufe 6. Backofen schon mal auf 180 Grad vorheizen. Ich habe den Vorgang nochmal machen lassen, weil das war mir noch nicht cremig genug und das geben wir jetzt alles auf ein Backblech. Jetzt nur noch verteilen. Das jetzt in dem vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für ca. 40 bis 50 Minuten. Und wir brauchen für dieses Rezept 2 Blechkuchen und jetzt mache ich das gleiche nochmal. So, die 2 Böden sind jetzt fertig gebacken und dann können wir loslegen. Wenn ihr euch aus dem Internet den Dinosaurier ausgedruckt habt und ausgeschnitten, dann auf den Teig geben und mit dem Messer dann rundherum ausschneiden, sag ich mal. Dann mit einem kleinen Holzstab habe ich Löcher in den Boden gemacht und habe dann mit Wasser, Zitrone und Zucker den Boden so ein bisschen angefeuchtet. Danach kam die Marmelade drauf und die Ganache und dann bitte nicht zu wenig, sondern kann ruhig etwas dicker. Also wie gesagt, die Ganache ruhig etwas dicker drauf geben. Überall. Und dann wird noch ein zweiter Dino quasi ausgeschnitten, aber nicht ganz, sondern als allererstes der Kopf und vorne der Bauch. Das sind die Sachen, die dann nochmal ausgeschnitten werden und draufgetan werden. Und dann natürlich nochmal mit dem Holzstab auf den Teig drauf und nochmal das Wasser mit den Zitronen und den Zucker noch mal so ein bisschen draufgeben, damit der Teig wirklich nicht zu trocken wird hinterher. Ich finde, er ist mir auch ein bisschen zu dick geworden. Also den Teig würde ich das nächste Mal eventuell etwas dünner machen. Ja, aber nichtsdestotrotz hat er auch lecker geschmeckt, muss ich dazu sagen. So, und jetzt kommt extra noch mal der Fuß mit dem Schwanz oben drauf und ja, der Bauch, der soll ja auch so ein bisschen rausstechen aus dem Dinosaurier, weil das ja ein 3D-Dinosaurier wird. Und ja, dann kommt dann natürlich nochmal die Marmelade drauf und die Ganache und die Schnauze wird dann nochmal extra geschnitten und kommt extra drauf. Das muss wirklich sich hervorheben. Jetzt nochmal dick Schokolade oben drauf geben. Das Ganze wird dann verteilt. Wirklich, dass überall was drauf kommt, nicht zu sparsam sein. Und dann kommt das erst in den Gefrierfach, dass es auch fest wird. Und danach können wir dann auch erst weitermachen. Jetzt kommt der Part, der etwas schwieriger ist. Jetzt müsst ihr den Dinosaurierfuß bis zum Oberschenkel auf den Dinosaurier legen. Und genau da schneidet man rumherum und holt das Ganze
mit dem Messer noch mal raus. Also man höhlt da quasi noch mal so ein Loch, um das Ganze hinterher ja so krümelig zu machen mit Schokolade zusammen. Und dann gibt man das noch mal auf den Dinosaurier drauf, dass da wirklich eine Erhöhung von dem Oberschenkel kommt. Das ist wohl der etwas schwierige Part, aber das hat meine Tochter hier wunderbar hingekriegt, wie ihr sehen könnt. Jetzt wird das Ganze nochmal mit der Schokolade rundherum bestrichen, so dass das jetzt ziemlich glatt wird. Also da muss man so ein bisschen modellieren, was auch wirklich Spaß gemacht hat. Und zu zweit hat es noch mehr Spaß gemacht. Jetzt ist die Pfote dran mit dem Unter- und Oberarm. Das wird extra aus von dem Dinosaurier geschnitten, auf den Bauch gelegt und dann mit dem Messer einmal angezeigt. Somit wissen wir dann, wo das ganz genau hinkommt. Und dann schneidet man von dem Boden genau so ein Stück ab und legt es dann auf den Bauch genau drauf. Und mit Schokolade wird's natürlich festgemacht. Erstmal einmal auf dem Bauch, die Schokolade, dann obendrauf und überall nochmal, wo es fehlt. Ja, und so sieht der jetzt erstmal aus, wenn der voll mit Schokolade ist. Der Oberschenkel schaut raus, der Arm schaut raus und die Schnauze. Und so kommt er jetzt nochmal ins Gefrierfach. Jetzt wird der Mund ausgehöhlt. Da brauchen wir dann dieses Papierschnipsel, legen das genau da drauf und hüllen das dann aus. Und da kommt dann noch, ja, Ganache drauf. In den Mund kommt jetzt Ganache rein und ja, das wird dann alles gut verteilt und dann nachher mit einem Messer alles so ein bisschen die ganze Schokolade glatt streichen. Jetzt natürlich die Augen aushöhlen. Dann nehmen wir dann diese Papierschnipselaugen, die wir vorher ausgeschnitten haben, und höhlen die mit so einem kleinen Löffel aus, so wie das jetzt hier gerade passiert. Und da kommt natürlich dann auch wieder Ganache rein und wird wieder alles ganz glatt gestrichen. So, ein Tipp von mir, um den Dino schön glatt zu bekommen, nehmt ihr heiß Wasser, einen Tortenheber, somit könnt ihr den Dino schön glatt streichen. Was ich vergessen habe zu sagen, den Tortenheber nachher mit einem Zewa einmal abputzen, sonst schmilzt die ganze Schokolade, ja. Also in Wasser reintauchen, abwischen mit Zewa und dann alles picobello glatt streichen und so kommt er dann nochmal ins Gefrierfach, damit er richtig schön fest wird. Und dann haben wir die Nasenlöcher ausgehöhlt und auch mit Ganache ja gefüllt. Und dann wird wieder glatt gestrichen. Das gleiche nochmal mit der heißen Schüssel, mit dem Tortenheber. Wieder alles picobello glatt streichen, damit es keine Unebenheiten gibt. Also es soll ziemlich glatt sein, weil man das hinterher, wenn man den von dann drauflegt, würde man das dann sehen. Also deswegen muss der ziemlich glatt gestrichen werden. Und dann natürlich wieder ins Gefrierfach. Also man erkennt auf jeden Fall einen Dinosaurier. Jetzt kommt nochmal der etwas schwierige Part, finde ich, weil der von dann richtig fest und hart ist. Und hier hat meine Tochter grün und gelb zusammengenommen und das muss jetzt richtig, ja, richtig geknetet werden. Und desto wärmer der wird, desto besser kann man ihn mit dem Nudelholz formen. Los geht es jetzt den Dinosaurier mit den Fondant zu beziehen. Da muss man wirklich ganz vorsichtig sein, den immer so ziehen, dass der auch nicht reißt und man behilft sich da mit so einem kleinen Holzstäbchen oder so einem Pinsel noch besser. Und dann geht man ganz vorsichtig von oben immer so nach unten und in die Rundungen rein. Da braucht man etwas Geduld für. Wir hatten den groß genug ausgerollt, somit haben wir erst den Unterkörper gemacht
und dann nochmal das andere zusammengeknetet, ausgerollt und das dann auf das Gesicht und die Schnauze draufgelegt. Das muss auch wirklich ganz vorsichtig passieren. Dann mit Gelb nochmal ausrollen und damit haben wir den Bauch vorne so ein bisschen modelliert. Mit einer Weißglasur bestehend aus Puderzucker und Zitrone. Das kann man so fertig kaufen. Das Gute daran ist, es wird sofort hart, ja. Damit dann natürlich die Augen aushöhlen. Für den Mund hatten wir dann noch etwas braunen Fondant und roten für die Zunge, die da so rausgucken sollte. Die Nasenlöcher haben wir dann mit schwarz gemacht und rundherum nochmal mit diesem hellen Fondant. Jetzt nur noch die Augen und am nächsten Tag habe ich dann mit schwarzer Farbe die Pupille nochmal so ja, ausgemalt. Und dann war unser Dino endlich fertig. Ich kann es kaum glauben. Also der ist wirklich super klasse geworden. Wir wollten den wirklich gar nicht anschneiden. Mit schwarzer Zuckerschrift machen wir jetzt hier nochmal die Augen komplett. Somit ist unser Dino fertig. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wie findet ihr unseren Dino? Und danke fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen hoch, da würden wir uns freuen.